Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe mal wieder ein Mystery-Paket aus Amerika hier. Ich suche schöne Schmuckteile für meinen eBay-Shop und für meine eigene Sammlung. Und heute erwarte ich hier schönen Strassschmuck. Hoffentlich aus den 50er Jahren. Was ja mein Favorit ist. Aha, sehr viel Silber, sehr viel weißer Strassschmuck. Das sieht schon mal sehr gut aus. Also nehmen wir gleich mal diese Gemme. Das könnte Kunststoff sein. Ein etwas größerer Anhänger mit Perlen und schwarzem Frauenbildnis auf weißem Grund. Schönes Design, wie ich finde, in schwarz-weiß. Dann haben wir hier diese typischen Flex-Armbänder. Leider fehlt hier ein Stein. Leider, leider. Aber es gibt hier noch ein zweites. Das ist komplett. Und die Steine hier sind so ein bisschen gelblicher. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Eine Marke gibt es nicht. Ah, doch. Doch. Japan. Also ein Exportteil aus Japan. Und dann haben wir hier eine ganz große Sternbrosche. Also wirklich riesig, die Brosche. Sehr schön. Kann auch als Anhänger getragen werden. Eine Marke gibt es hier nicht. Aber das sieht alt aus. Also das könnte sogar auch aus den 40er Jahren sein. Oder 30er. Eigentlich war so dieser weiße oder silberfarbene Strassschmuck in den 30er Jahren auch sehr, sehr beliebt. Dann habe ich hier eine Gürtelschnalle. Auch ein sehr großes Format. Und das erinnert mich ein bisschen an die 80er. Also die gab es in den 80er Jahren ja auch zuhauf. Dann haben wir hier eine kleine Blumenbrosche in Silber. Ja, schön dieses Nietendesign. Also die ist auch sehr alt. Dann nochmal eine Blumenbrosche mit Aurora Borealis Perlen und grünen Strasssteinen. Marke sehe ich auch nicht. Schön. Dann gibt es hier noch einen Gürtel. Kleiner dünner Gürtel in Strass. Ohne Marke. Das ist auch ordentlich lang. Schön. Komplett. Kein Stein fehlt. Gutes Teil. Dann habe ich hier noch mehr Strassketten.
Hier mit so einer Art Tropfenanhänger. Sehr hübsch und sehr typisch für die 50er. Und eine ganz schlichte, aber mit dem Hakenverschluss hinten. Also die ist auch alt. Dann noch mal eine, jetzt so eine Art Blume. Keine Marke. Dann gibt es hier eine silberne Brosche von Trifari. Also wahrscheinlich aus den 60er Jahren. Ja, mit dem Copyright-Zeichen. Sehr schön. Dann habe ich hier einen Clip im Silber mit Blätterdesign. Marke ist auch von Trifari. Gleich 2 Teile hintereinander, super. Aber zusammengehören tun sie leider nicht. Wobei das Design ist schon so ein bisschen ähnlich. Sehr schön. Das hebt die Laune. Dann habe ich hier einmal Ohrclips. Kleine Ohrclips. Ja, sehr hübsch. So. Und ein Armband in Silber mit Magnetverschluss. Hier eine Marke haben wir hier nicht. Sehr schön, so ein ganz filigranes, durchbrochenes Muster. Mit Sicherheitskettchen, das ist sehr hübsch gemacht. Sehr schön, wie Spitze in Metall. Dann habe ich hier einen Clip, ja auch wieder so ein bisschen wie so ein Stern. Sehr schön, hoffentlich gibt es die zweiten dazu. Und nochmal einen, keine Marke, mit so kleinen Sternchen in diesem Kunststoff eingeschlossen. Dann gibt es eine Brosche mit Strass und Perlen. Keine Marke. Auch ein kleiner Stern. Fast ein bisschen weihnachtlich. Und eine Straßkette. Die Steine sind komplett so ein bisschen unterschiedlich nachgedunkelt. Aber auch schön alt anhand des Verschlusses. Eis wurde das auch in den 50er Jahren genannt. Eis. Ich glaube, das kam von Eisenberg. Der hat eine ganze Kollektion in diesen weißen Strassstein gemacht und hat die ganze Linie Eisenberg Eis genannt. Hier einmal ein Tropfenanhänger mit Lilastein. Keine Marke. Dann ist hier so ein schönes Armband. Keine Marke.
leider nicht, aber so schön geschwärzt, das Metall, und der Strassstein in Pink. Tolles Armband. Dann ein kleines Armband in Schlicht in Strass. Ja, die Tüten, die packe ich zum Schluss ein. Hier gibt es so zwei so schöne Tüten. Dann eine Brosche mit Eule, wie so ein Plexiglas, und da ist dann die Eule von so reingeschnitzt. Sieht das aus, von der Seite ist es so ein bisschen dicker. Sehr kunstvoll gemacht, sehr schön. Dann haben wir hier eine Strassbrosche. Ich gucke mal unter der Lupe, ob es eine Marke gibt. Keine Marke, kann aber auch als Anhänger getragen werden. Macht ordentlich was her, eine schöne große Brosche. Und eine kleine Kette mit einem Straßkreuz, kleinem Straßkreuz und Schraubverschluss. Dann gibt es hier kleine Ohrclips, sehr hübsch, so wie man das heute gerne für so Brautschmuck nimmt. Gab es auch schon in den 50s. Und eine Buchstabenbrosche, diesmal ein K. Also die ist aus den 50s. Und Ohrclips mit Marke von Sarah Coventry mit so einem rot-lilanen Stein. Ja, es ist wahrscheinlich schon mehr die 60s. Sehr hübsch. Dann gibt es eine Kette mit Perlenanhänger. Das ist auch, meine ich, Sarah Coventry. Ja. Das wäre so rum die Marke. Und Ohrringe mit Schraubverschlüssen. Nur etwas kleiner. So einer und so einer. Dann gibt es einen Armreif. Aha. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr so richtig. Da fehlt scheinbar was. Nee, kann man nicht so machen. Schade. Sehr nett graviert. Dann ist hier der zweite Trifari-Clip. Was für ein Glück. Trifari-Glück. Und nochmal ein eckiger kleiner Clip. Hier ist der zweite. Sehr schön, sehr tragbar, finde ich. Dann gibt es hier so silberfarbene, gebürstete Clips von Trifari. Schlicht und schön. Dann nochmal Clips in Gold und Silber. Die sehen mehr
nach den 80ern aus, finde ich. Also eine schwere Qualität, wie der klobige Schmuck aus den 80er Jahren. Und dann gibt es hier eine Brosche. Da fehlten Steine. Und da hat sich auch jemand versucht, da ein paar Perlen reinzukleben. Das wird leider nichts mehr. Dann haben wir hier einen Schraubohrring von Lisner. Lisner gehört auch zu den ganz großen Herstellern der 50s in Amerika. Das ist auch ein sehr typisches Design mit diesem weißen Wedel. Dann sind hier nochmal kleine Schraubohrringe. Kleine Perlenblumen. Und der zweite Ohrring dazu. Dann zwei etwas dünnere Strassketten. Die scheint hier etwas, vielleicht auch neuer zu sein. Ganz kleine Strasssteinchen. Und das scheint wieder eine etwas ältere zu sein. Mit Hakenverschluss. Dann haben wir hier eine Blattbrosche. Kommt mir auch bekannt vor, das Design. Schauen wir mal. Nee, keine Marke. Aber nochmal so ein Schachbrettmuster innen drin. Und schön leicht. Dann war das der Ohrring, ja. Nochmal der zweite dazu. Und nochmal kleine Schraubohrringe. Also davon sind ja einige dabei, kann ich wieder ein schönes, nettes Slot machen. Und dann so kleine Hängerohrringe mit einem Rautendesign. Schön. Und der eckige zweite ist auch da. Dann eine kleine Brosche mit Perle. Auch sehr typisch mit dem Blattdesign. Und nochmal ein kleiner Clip, der sich hier in der Brosche komplett verfangen hat. So. Mit kleiner, mit einer kleinen grauen Perle. Dann gibt es hier eine Brosche, sehr Space Age mäßig, mit Perle in der Mitte. Und nochmal zwei kleine Broschen, ein kleines Dreieck und eine kleine Blume. Hier ist eine Öse, da fehlt leider ein Anhänger. Und noch der zweite dazu. Sehr schön. Dann gibt es hier eine Brosche als Blume. Auch mit so einem Aufbau. Finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Und dann auch mit den typischen Schrauben
Einmal rum. Dann schauen wir mal in die Tüte. Oh, toll. Ja, das ist ein Highlight. Richtig große, eckige Brosche mit Baguettestein. Das ist doch meine Vintage Beauty. Sehr schön. Dann Ohrclips. Ja. Aha. Marke. Das ist weiß. Tolle Marke. Aber leider, ich sehe ja so ein bisschen Kleber. Da einer, glaube ich, schon was geklebt. Schade, das Design ist super. Ja, es ist schon noch tragbar, ne? Dann haben wir hier eine ganz große Brosche mit so einem beweglichen Teil. Und das ist sehr so Frühstück bei Tiffany, finde ich. Anfang der 60er, würde ich sagen. Tolles Teil. Dann gibt es hier eine kleine Strassgeige. Und nochmal so eine Sternblumenbrosche. Auch sehr typisch. Sehr schön. Oh, das ist toll. Oh, das ist sehr toll. Marke gibt es keine. Und leider sehe ich, hier fehlt ein Stein. Oh, wie schade. Also die sind ja wohl ganz, ganz toll. Dann Ohrstecker. Also das ist nicht so alt. Die versuchen nur einen auf alt zu machen. Ja, Ohrstecker hat man in den 50er Jahren definitiv nicht gehabt. Und wieder kleine Clips von Emmons. Ja, die sind toll. Schön, tolles Design. Und nochmal Clips. Auch wieder mit Baguettestein. Und ein kleiner Stecker, ein einzelner, als kleine Blume. Kann also auch nicht so alt sein. Ja, also das ist absolut mein Favorit. Das und diese Brosche auch. Dann finde ich das Armband sehr gut mit dem pinkfarbenen Stein. Die langen Ohrringe, obwohl ein Stein fehlt. Vielleicht kann man den ja ersetzen. Die sind toll. Dann diese Ohrringe sind sehr schön. Dann natürlich die Trifari-Ohrringe mit den Blättern. Dann die Weiß-Ohrclips. Der hier. Dann finde ich ja diese auch sehr gut mit dem riesen lila Stein. Die Brosche ist auch toll mit dem kleinen Anhänger. Sieht doch sehr gut aus. So. Ja, es gibt eigentlich wieder viele schöne Sachen, besonders die Ohrringe. Und die K-Brosche, die finde ich auch sehr gut. Die verkauft sich auch immer toll, also die ist sehr beliebt.
Ja, schreibt mir doch, was euch am besten gefallen hat, checkt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und schaut ganz bald wieder rein.